Hallo liebe Hundefreunde, willkommen zurück zu Folge 13 unserer Genetikserie. Es geht wieder um das Thema Verhalten und Vererbung. Heute steht die Frage im Raum, wie beeinflussen die Eltern und die weiteren Ahnen das Verhalten von Hunden in Tests auf dem Hundeplatz. Ich werde euch dazu eine schwedische Studie und eine Schweizer Studie präsentieren. In der schwedischen Studie werden Schäferhunde und Labradore getestet. Der Schäferhund wird in Schweden primär zum Schutzdienst eingesetzt, allerdings auch häufig in der Familie gehalten. Familienhaltung ist auch für den Labrador häufig. Allerdings die Schweden sind begeisterte Jäger, also viele dieser Labradore entstammen Linien, die auf Jagdfähigkeit hingezüchtet worden sind. Hier bei uns gibt es heute einen Extrakt. Es werden die genetischen Daten dargeboten. Es wurden allerdings auch von den Tieren weitere Daten erfasst. Das Alter, der Zeitpunkt, wann der Wurf fiel, die Größe des Wurfes, das Geschlecht der Tiere und so weiter und so fort. Sehr viele Parameter und man kann durch etablierte Methoden der Parameteranalyse dann auseinanderrechnen, welchen Einfluss die Einzelfaktoren auf das Verhalten der Tiere in Tests hatten. Schauen wir uns das Ergebnis der Studie an. Diese 10 Verhaltensparameter wurden in der schwedischen Studie getestet. 7 davon auch in der Schweizer Studie. Sie beschreiben die für den Schutz- und Herdendienst beim Schäferhund respektive Jagd beim Labrador wesentlichen Wesensmerkmale plus einige allgemeine Verhaltensmerkmale. Die meisten dürften sich von selbst erschließen. Der kompetitive Antrieb beschreibt die Eigenschaft, sich bewegende Dinge wie Dummies oder Seile zu greifen und auch darum zu raufen. Kooperation meint, sich intuitiv vom Hundeführer leiten zu lassen, ohne formelle Befehle. Kontaktfreude, in der Originalarbeit Affability genannt, bezieht sich auf Menschen. Die Werte, grün für die schwedische, blau für die Schweizer Studie, werden als Prozentanteile der Erblichkeit abgebildet. Ich habe hier 3 Hilfslinien eingezogen, bei 12,5%, 25% und 50%. Die meisten Werte liegen im Band 12,5 bis 25% und stimmen überdies für die beiden Studien überein. Eltern und frühere Ahnen haben demnach einen signifikanten, aber keinen alles bestimmenden Einfluss auf das Verhalten. Das Profil der beiden Rassen in diesem Testpanel ist ähnlich, es gibt aber einige deutliche Unterschiede. Der Parameter Kontaktfreude wird beim deutschen Schäferhund deutlich stärker vom Stammbaum beeinflusst als beim Labrador, die Schussfestigkeit beim Labrador stärker als beim Schäferhund. Einige Verhaltensparameter zeigen eine deutlich erhöhte Erblichkeit im Rahmen dieses Gesamtpanels. Neben den gerade erwähnten auch der Parameter kompetitiver Antrieb beim Labrador. Interessant ist die Abweichung nach unten gegenüber dem Gesamtpanel beim Punkt Kontaktfreude beim Labrador. Es würden sich also aus dem Stammbaum sehr wenige Schlüsse auf die Nachkommen ergeben. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es hier nicht um die absoluten Werte geht, sondern um deren Erblichkeit von den Ahnen. Dies heißt, salopp gesprochen, der Schäferhund ist demnach nicht netter oder aufgeschlossener als der Labby, sondern man kann mehr vom Verhalten der Eltern auf die Nachkommen schließen. Die Genetik als Familienhintergrund beeinflusst also tatsächlich das Verhalten der Tiere auf dem Testplatz. Der Einfluss ist allerdings nicht riesig, er ist eher moderat. Würde man auch erwarten, bei einem komplexen Phänotyp wie dem Verhalten der von vielen
Schaltern, genetischen Schaltern beeinflusst wird. Es ist eben keine 1:1 Übersetzung von bestimmten Mechanismen auf das Verhalten von Tieren zu erwarten. Dennoch sind einige Daten erstaunlich klar und dürften Züchter nutzen. Betrachten wir beispielsweise die Daten des Labradors. Der kompetitive Drive zusammen mit der Schussfestigkeit ist sicherlich ein Duo, was den Jäger begeistern dürfte und dem Züchter die Auswahl von Tieren tatsächlich erleichtern, die für diese Art von Sport geeignet sind. Und auch beim Schäferhund ist es sicherlich für Züchter wichtig zu wissen, dass das Merkmal Kontaktfreude, also Offenheit gegenüber Menschen, durchaus familiär weitergegeben wird. Aber wie sieht es in der Breite aus mit den Millionen Hunden, die in Städten, Wohnungen, Parks, beim Hundesport mit uns Menschen zusammenleben? Sie werden ja nicht im Hinblick auf spezifische Aufgaben gezüchtet. Die Zucht der Rassen ist Anatomie und Morphologie bezogen. Es gibt Zuchteignungskriterien im Verhalten, die auch zu einem Ausschluss führen können, Aggressivität zum Beispiel, aber das ist ein reines Negativkriterium. Insofern ergibt sich die interessante Frage, tragen all die Tiere, die wir heute im Umfeld bei uns erleben, noch Spuren der genetischen Selektion über die Jahrtausende, bei denen die Hunde ja primär auf die Arbeit ausgerichtet wurden? Diese Frage können wir heute angehen. Wir müssen uns sehr viele Tiere anschauen, Tausende von Tieren, unterschiedliche Rassen, auch Hunde, die nicht in Rassen etabliert sind, um diese Frage zu beantworten. Es soll das Thema der nächsten Folgen sein und wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Jetzt bedanken wir uns aber erstmal für euer Interesse. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.